Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Arndts analoge Abenteuer. Heute stelle ich euch eine Kamera vor, die ich vor kurzem geschenkt bekommen habe. Und es ist ein sehr, sehr schönes Stück Zeitgeschichte, möchte ich meinen, nämlich eine Sorky 1. Die Sorky 1 wurde in den 50er Jahren in der Sowjetunion hergestellt durch die Firma KMZ, Krasnogorsky Mechanicherski Zawod. Die Sorky 1 stellt mehr oder weniger eine 1:1 Kopie der Leica 2 von 1932 dar. Und somit hat man hier, wenn die Kamera zwar aus den 50ern stammt, eigentlich Technik der 30er Jahre in der Hand. Kommen wir nun zur Kamera selber. Wenn man von vorne drauf guckt, ahnt man es schon, es handelt sich um eine Messsucherkamera. Wir sehen vorne zwei runde Fenster außen und in der Mitte ein eckiges Fenster. Die runden Fensterchen sind für den eigentlichen Messsucher und das in der Mitte ist für die Bildkomposition. Und wenn man nun von hinten auf die Kamera guckt, sieht man, man hat auch zwei Sucher hinten. Etwas, was man heutzutage eigentlich ungewöhnlich finden würde. Aber damals in den 30er Jahren, als die Leica 2 entwickelt wurde, war das halt der neueste Scheiß. Jedenfalls mit dem linken äußeren Fensterchen, damit stellt man scharf. Das ist eine vergrößerte Ansicht, damit man besser scharf stellen kann. Und wenn man nun die eigentliche Bildkomposition vornehmen möchte, muss man hier den rechten Sucher nehmen. Das heißt, der rechte Sucher, der führt einfach nur hier zum mittleren Guckloch und ist, wie gesagt, einfach nur ein Guckloch, mit dem man nicht scharf stellen kann. Das passiert mit dem linken Fensterchen. Das heißt, in der Bedienung mit dem rechten schaut man, wie möchte ich das Bild gestalten, und dann muss ich durch das linke Fensterchen gucken, kann damit scharf stellen mit der vergrößerten Ansicht. Dann würde ich nochmal schauen, ist alles in Ordnung, und dann kann ich das Bild machen. Das Sucherfensterchen, mit dem man die Bildkomposition bestimmt, das ist für eine Brennweite von 50 mm ausgelegt. Aha, man ahnt es schon, wenn ich so etwas sage, man kann die Objektive natürlich wechseln. Es ist ja eine direkte Kopie der Leica 2, also einer Schraubleica. Das heißt, die Objektive werden einfach angeschraubt. Und man könnte dieses Objektiv jetzt abmachen und auch an einer Leica benutzen. Oder Leica-Objektive hier dran benutzen. In diesem Fall haben wir hier das Standardobjektiv mit dem schönen Namen Industar 22. Und man meint natürlich jetzt als erstes, es wäre besonders klein, ist es auch, aber wenn man es benutzen will, muss man es ausziehen und arretieren. Jetzt kann man ein Bild machen. Aber für den Transport kann man es einfach in die Kamera hineinschieben. Der Vorteil einer Messsucherkamera, hier ist viel Platz in der Kamera, keine Spiegeltechnik, die im Weg wäre. Deswegen kann man hier so wunderschöne, kleine, einschiebbare Objektive konstruieren. Brennweite 50 mm und Lichtstärke 3,5. Und wenn man jetzt andere Brennweiten benutzen würde, zum Beispiel ein Weitwinkel- oder ein Teleobjektiv, hätte man das Problem, dass der Sucher dann natürlich nicht mehr zum Objektiv passen würde, da er ja nur für 50 mm ausgelegt ist. Wer also andere Brennweiten benutzen will, müsste hier oben auf den Adapterschuh einen externen Sucher anbringen. Zur Scharfstellung hat man hier rechts am Objektiv diesen kleinen Nippel und damit kann man einfach hier dran drehen. Die Blende wird vorne am Objektiv eingestellt. Da muss man ein bisschen gucken, dass man mit seinen Wurstfingern nicht abrutscht und Fingerabdrücke auf dem Objektiv hinterlässt, aber das geht durchaus klar. Wenn man das Objektiv wechseln möchte, wird es einfach abgeschraubt, wie gesagt. Einfach mit Schmackes drehen und dann hat man es in der Hand. Ja, und wenn man in die Kamera guckt, sieht man hier hinten den Verschluss. Wir haben also keinen Zentralverschluss im Objektiv, sondern einen klassischen Tuchverschluss in der Kamera. Und bei einer so alten Kamera kann es durchaus passieren, dass dieses Tuchmaterial
porös wird und Löcher bekommt. Aber soweit ich es beurteilen kann, ist meine Kamera in einem einwandfreien und perfekten Zustand. Wenn man von oben auf die Kamera guckt, hat man links seine Rückspulkurbel, in der Mitte einen Adapterschuh, zum Beispiel für externe Sucher. Ein Blitz kann man, soweit ich weiß, an dieser Kamera nicht benutzen. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Daneben haben wir die Einstellungen für die Belichtungszeiten. Hierbei sei angemerkt, dass man auf keinen Fall die Belichtungszeit ändern sollte, wenn die Kamera nicht gespannt ist. Es könnte was kaputt gehen. Die Zeiten, die man einstellen kann, sind ein wenig ungewöhnlich aus heutiger Zeit. Es fängt an mit einer 20., dann 30., 40., 60., 100., 200. und 500. Und noch eine Einstellung mit dem Namen Z für Langzeit. Dann haben wir rechts davon unten den Auslöser, darüber einen kleinen Hebel, den man nach oben drücken möchte, wenn man den Film zurückspult. Und ganz rechts haben wir ein Drehelement, um den Film weiterzuspulen und den Verschluss zu spannen. Man merkt es, hier der klassische Schnellspannhebel, den man eigentlich gewohnt ist, der war in den 30ern noch nicht erfunden. Das macht die Bedienung immer ein wenig fummelig. Man kann nicht einfach mal schnell zum nächsten Bild schnell ein Bild machen, sondern muss immer mühsam so weiterspulen. Und jetzt ist der Verschluss gespannt. Man sieht, hier ist jetzt eine 500. Sekunde eingestellt. Und um die Zeit zu ändern, ziehe ich das Zeitenrad etwas hoch und kann dann was anderes einstellen. Auch unter dem Weiterspulrädchen ist der Bildzähler angebracht, den man manuell zu Beginn des Films auf 0 stellen muss. Und man muss auch ein bisschen aufpassen, dass man beim Weiterspulen nicht versehentlich daran herumdreht. Er ist zwar nicht leicht zu verstellen, aber wenn man ungeschickt ist, könnte das passieren und dann weiß man nicht mehr, bei welchem Bild man ist. So, ich löse mal aus und man hört schon, leise ist die Kamera nicht, zwar leiser als eine Spiegelreflex, aber im Vergleich zu einer Kamera mit einem Zentralverschluss doch sehr, sehr laut. Aber es klingt, wie ich finde, sehr angenehm. Auf der Unterseite der Kamera sehen wir ganz außen den Stativanschluss im heute nicht mehr gängigen Format 3/8 Zoll. Und auf der anderen Seite haben wir hier einen Öffnungsmechanismus, der auf Kyrillisch beschriftet ist, aber das wird einfach heißen auf und zu. Ja, und hiermit öffnet man dann natürlich die Kamera. Und wenn man es gewohnt ist, dass hinten eine Klappe aufschwingt, wird man überrascht, denn es löst sich einfach nur der Boden. Ja, und das Fummeligste und Komplizierteste ist eigentlich bei dieser Kamera einen Film einzulegen. Wir haben hier auf der einen Seite, wo der Film reinkommt, ein Loch und auf der anderen Seite ist hier eine Spule drin. Die kann man herausziehen. In meinem Fall ist sie etwas schwergängig. Sollte, glaube ich, nicht ganz so schwierig sein. Aber mit ein bisschen Geruckel, na, hat man sie dann auch draußen. Und das Besondere ist jetzt, dass es damals in den 30er Jahren zu Zeiten der Leica 2 noch nicht den Film in seiner heutigen Form gab, weswegen man moderne Filme ein wenig zurechtschneiden muss, wenn man sie hier einlegen möchte. Ich werde das gleich mal vormachen. Der Boden ist jetzt ab und die Spule herausgenommen. Und nun wollen wir mal schauen, wie man einen Film einlegt. Und wie man es gewohnt ist, hat er hier vorne diese etwas schmalere Stelle am Film, so eine Art Lasche. Und um den Film jetzt hier zu verwenden, müssen wir diese schmale Stelle länger machen. So. Wir ziehen ihn also heraus und wollen das auf ungefähr 10 cm verlängern. Halt ungefähr so, wie die Kamera lang ist. Dafür nehmen wir einfach eine Schere. Ich hoffe, man kann das hier sehen, was ich tue. Und schneiden hier ein wenig entlang. So. Und dann wollen wir das hier zum Ende hin
schön in einer eleganten Kurve ungefähr so schön abgerundet hier haben. Wir stecken unser Filmende hier in die Spule hinein. Und jetzt müssen wir das Ganze vorsichtig in die Kamera einführen. Ungefähr so. So. Deckel drauf. Zumachen. So. Und wenn jetzt alles funktioniert hat, sollte sich hier links die Rückspulkurbel drehen, wenn wir rechts den Film weiterspulen. Und da bewegt sie sich. Ah ja, jetzt. So. Ihr habt jetzt gesehen, wie man einen Film einlegt. Das ist ein bisschen fummelig, aber mit ein wenig Übung sollte das doch ganz gut gehen. Ja, und jetzt ist die Kamera betriebsbereit und man kann loslegen. Und wenn der Film am Ende voll ist, muss man hier diesen Hebel nach oben machen und kann dann hier den Film zurückspulen. Was ich auch noch erwähnen sollte zu dieser Kamera: Dieses Modell hat hier an den Seiten keine Ösen für einen Gurt. Man sollte also darauf achten, wenn man sie sich kauft, dass man auch die passende Tasche dazu kauft. Wie so oft bei alten Kameras dieser Zeit. Habe ich natürlich. Und diese Tasche gab mir einen kleinen Hinweis auf den Vorbesitzer. Hier unten an diesem kleinen Feststellrädchen ist nämlich eingeritzt A.W. 12/1953. Also offenbar hat dieser A.W. diese Kamera im Dezember 53 bekommen. Und vielleicht ja ein Weihnachtsgeschenk. Ich kann mir gut vorstellen, wie so ein kleiner Junge, vielleicht 10, 12 Jahre alt, so eine Kamera unterm Weihnachtsbaum gefunden hat und sich wahrscheinlich sehr darüber gefreut hat. Und wenn man so kleine Hinweise auf den Vorbesitzer findet, ich finde das immer sehr, sehr spannend. Dann kann man sich selber ein bisschen ausmalen, was diese Kamera vielleicht schon gesehen und erlebt hat. Also, wer mal ein bisschen erleben möchte, wie in den 30er Jahren fotografiert wurde, zumindest mit einer alten Schraubleica, aber nicht so viel Geld investieren will, der kann ruhig so eine Sorki kaufen. Wie ich hörte, sollen relativ viele davon aber nicht mehr optimal funktionieren. Man sollte also gucken, dass man eine kauft mit Garantie, wo einem schon gesagt wird, dass sie wirklich funktioniert. Aber diese hier ist in einem ausgezeichneten Zustand, worüber ich sehr glücklich bin. Ja, und jetzt machen wir mal einen kleinen Ausflug. Ich weiß noch nicht wohin. Das Wetter ist gerade recht regnerisch herbstlich. Aber das ist doch gar nicht so verkehrt mit einem schönen Schwarz-Weiß-Film. Kommt mal mit. Hallo, wir sind hier jetzt in Arnis, der kleinsten Stadt Deutschlands, mit unter 300 Einwohnern und einer Fläche von nicht einmal einem halben Quadratkilometer. Ein Kleinod an der Schlei. Das Wetter ist, wie wir im Rheinland sagen würden, usselig, aber das ist eigentlich ideal für so einen Schwarz-Weiß-Film. Es gibt hier ein paar Herbstfarben, aber die werden wir einfach nur in unserer Seele einfangen. Ja, hinter mir der Hafen. Wir machen jetzt einen kleinen Rundgang durch die Stadt. Kommen Sie mit. Passen Sie auf, der Steg ist rutschig.
Das Wetter ist wirklich der letzte Scheiß. Es pisst hier die ganze Zeit so ein ganz fieses, kleines Siffwetter vom Himmel. Aber die Sorki trotzt diesem Unbill wie ein russischer T-34-Panzer den deutschen Truppen vor Stalingrad trotzen konnte. Qualität muss nicht teuer sein. Sonne lacht, Blende 4. Ja. Ja. Ja, hallo liebes Publikum. Gestern war das Wetter ja wirklich ein räudiger Haufen Dreck. Deswegen sind wir einfach heute am nächsten Tag nochmal losgegangen. Und wir sind jetzt hier mit dem ganz lieben Hund Maja im Naturschutzgebiet Fröruper Berge. Hier gerade in einer alten Kiesgrube. Ganz tolles Wetter, der Hund ist super lieb und die Kamera ist natürlich auch dabei. So, komm kleiner Hund, los geht's. Wutsch, 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 wutsch. Lauf, lauf, lauf. Ja, und damit endet diese Folge schon wieder. Ich hoffe, Sie hatten ein wenig Spaß bei der Entdeckung der Sorki 1, eine Kamera aus den 50ern mit Technik aus den 30ern. Bis zum nächsten Mal.